Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Peter und wenn auch du dir gerade eine Oberfräse in den Tisch oder eine vorhandene Kreissäge einbauen möchtest, dann bleib dran, weil genau das habe ich nämlich auch vor und nach dem Intro geht sofort los. Ja, worum soll es gehen in diesem Projekt? Ich möchte mir meine vorhandene Oberfräse in diesen Tisch hier von der Tischkreissäge einbauen, also hier an der rechten Seite. Bevor jetzt jeder sagt, oh Mensch, kenne ich schon alles, habe ich schon zuhauf gesehen im Internet, muss ich sagen, ja, richtig. Meistens sieht man aber da die blaue von Bosch, die GTS 10XC, und eingebaut wird dann immer die Triton-Fräse. Ja, beides habe ich nicht. Also ich habe einmal die grüne, die PTS 10, und ich habe auch die grüne Bosch Oberfräse, und zwar die hier. Die PF 1400 ACE. Die möchte ich da reinsetzen. Und ganz ehrlich, da habe ich noch nicht wirklich was im Internet gefunden. Deswegen nehmen wir das heute mal an, das Thema. Und ich bin mir sicher, dass eine Menge von euch sowohl die Tischkreissäge als auch die Oberfräse haben. Ja, natürlich habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich habe eine Menge geschaut im Internet, was gibt es da. Eine Menge tolle, klasse Ideen, die ich gesehen habe. Und ich habe noch eine Menge abgucken können und angucken können. Und einer, der da ganz besonders, meiner Meinung nach, ja, herausragende Leistung gebracht hat, das war der Mario von Wood Spezi. Ich verlinke euch den mal rechts oben hier, den Kanal. Und der hatte auch einen Mehrteiler rausgemacht. Und ich fand das einfach total klasse, wie der auf den Einbau und die Höhenverstellung eingegangen ist. Also da hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich werde da das eine oder andere von abnehmen oder übernehmen. Ich habe da auch noch so ein paar eigene Ideen. Auf jeden Fall ist das so die erste Idee. Das Ganze wird natürlich ein größeres Projekt. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob ich da vielleicht einen Zweiteiler draus mache. Da müssen wir mal schauen, wie ich da vorankomme. Herausforderung, die ich mir auch unter anderem in dem Projekt gestellt habe, für mich selber ist, ich möchte den vorhandenen Parallelanschlag hier von der Säge auch für meine Oberfräse nutzen. Das ist natürlich ein Problem, weil der Tisch hört hier auf und bei der blauen Bosch kann man natürlich hier den ganzen Mechanismus nach draußen fahren und die ganzen Schienen laufen damit. Man muss da nur eine Platte reinsetzen. Den Luxus habe ich hier nicht. Also muss ich mir als allererstes mal überlegen, wie ich die vorhandene Tischplatte verbreitern kann, und zwar mit genau derselben Mimik und Mechanik, dass ich den Parallelanschlag auch auf den neuen Arbeitsbereich hin verschieben kann. Für die Verbreiterung nehme ich eine Siebdruckplatte, 24 mm habe ich mir da besorgt und entsprechend zugeschnitten. Die passt so schon hier rein. Das könnte ich mir vorstellen als Tischverbreiterung. Muss natürlich noch entsprechend befestigt werden. Wichtig ist, dass ich die Oberfräse gut einsetzen kann, dass die halt auch bedient werden kann, beziehungsweise nirgendwo anstößt und so. Das muss ich jetzt mal austüfteln. Dann würde ich hier entsprechend den Ausschnitt vornehmen. Ja, ich muss mir jetzt noch Gedanken um eine Einlegeplatte machen. Ich habe mir noch Material besorgt, so Aluminiumverbundmaterial. Einmal in 6 mm und einmal in 3 mm. Das werde ich jetzt auf ein passendes Maß zuschneiden. Ich hatte eben mal was ausgerechnet. Was hatte ich denn da ausgerechnet? 300 mal 240 mm. Ich werde dann analog zu diesen Maßen eine Aussparung in der Siebdruckplatte vornehmen. Und da möchte ich dann die Oberfräse dran montieren. Jetzt werde ich das erstmal passend sägen. Ich habe hier übrigens ein Sägeblatt mit 60 Zähnen eingespannt. Ich habe noch ein anderes mit 40 Zähnen, aber hier für diese Alu-Verbundplatten habe ich mir jetzt das mit 60 Zähnen montiert. Die Platte habe ich jetzt zugeschnitten, aber die soll ja in die Siebdruckplatte eingelassen werden. Und da ich die praktisch ausfräsen muss, diese Aussparung, habe ich natürlich an den Ecken Radien. Die habe ich jetzt hier noch nicht dran und die habe ich mir jetzt angezeichnet. Das heißt, die muss ich jetzt gerade noch da dran feilen. Angezeichnet habe ich mir jetzt hier einen 8er Radius, weil die Ausfräsung in der Platte mache ich nachher mit einem 16er
Fräser. Das müsste eigentlich dann hinhauen. Ich habe jetzt 2 Platten fertig, zugeschnitten, jeweils mit den Radien versehen hier rundherum. Einmal 6 mm, einmal 3 mm. Kommen daher übereinander. Sieht man auch später, warum das so ist, weil hier auf der dünneren kommt eine größere Öffnung rein, damit wir die Einlegeplatten hier einsetzen können. Jetzt kommt aber erstmal die Sache, vor der ich am meisten Respekt habe, denn ich muss jetzt hier eine Einfräsung in der Platte vornehmen, um diese beiden Verbundplatten zu versenken. Das heißt, ich muss mir die erstmal ordentlich anzeichnen und muss mir da, ich sage jetzt mal, die Oberfräse so einrichten, dass ich hier genau diese Kontur hier abfräsen kann. Das sollte sehr ordentlich gemacht werden, denn es soll ja auch ordentlich aussehen nachher. Da man das jetzt nicht so gut sehen könnte, wenn man das hier anzeichnet, werde ich mir so den Umriss mit Malerkrepp markieren, beziehungsweise das hier aufkleben, dann kann ich da super drauf rummalen und kann das nachher auch wieder gut entfernen. Natürlich dafür sorgen, dass der Bleistift spitz ist, damit wir möglichst genau das Maß anzeichnen können hier. Ausfräsen ist jetzt angesagt und genauso wie beim letzten Projekt hatte ich ja auch die Problematik, dass ich mit den Fräsern, die ich habe, nicht ins Material eintauchen kann, weil die hier keine Schneide haben, die über die Mitte gehen. Das heißt, ich muss praktisch eine Startbohrung haben, wo ich eintauchen kann. Mache ich in dem Fall mit einem Forstnerbohrer, habe ich auch in der Größe da. Das machen wir gerade an der Bohrmaschine. Ich habe es jetzt eingerichtet für die erste Fräsung. Dafür habe ich mir links einen Anschlag gesetzt und rechts auch einen Anschlag gesetzt, sodass ich mit der Oberfräse nicht über die, ich sag mal, ermittelten Markierungen hinausfräse. Damit wir uns auch innerhalb dieser Kontur hier bewegen. Hier habe ich jetzt schon einen Startpunkt gesetzt, ein bisschen weiter innen, und da werde ich jetzt gleich eintauchen. Mit der Oberfräse habe ich jetzt die komplette Kontur ausgefräst, 9 mm tief, weil halt die 2 Verbundplatten jeweils 6 und 3 mm sind. Das sollte ziemlich genau hinhauen. Und als nächstes muss ich den Innenbereich aussägen. Das mache ich mit der Stichsäge. Ja, der Ausschnitt ist jetzt drin, fertig soweit. Und schauen wir mal, ob die Verbundplatten auch sauber reinpassen. Oh, klasse, super klasse. Die 6 mm und natürlich oben auch noch die 3 mm Platte. Oh, ist das klasse. Einmal frei. Das ist richtig, richtig gut. Ja, als nächstes steht das Verschrauben der beiden Verbundplatten mit der Siebdruckplatte an. Da müssen ja auch Befestigungsbohrungen gesetzt werden. Das machen wir jetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich mache 8 Stück am Umfang. So ähnlich wie hier, also praktisch an jeder Seite 2 Stück. M4er Schrauben, die haben ja nichts zu halten. Dann nehme ich Senkkopf und die mache ich jeweils 60 vom Rand und 8 mm von der Innenkante. Da die Oberfläche jetzt aus ganz dünnem Aluminium besteht, empfiehlt es sich hier vor dem Bohren, die Löcher auch anzukörnen. Ihr habt das sicher schon gedacht, ich habe die hier eingesetzt, gekörnt, dass ich die natürlich dann noch zusammen bohren werde. Macht natürlich auch Sinn. Dann kann ich auch sicherstellen, dass die Löcher auch alle fluchten. Ich bohre dann direkt auch hier durch die Siebdruckplatte und dass die Schrauben dann nachher auch passen. Das ist mit Sicherheit genauer, als wenn ich die Sachen einzeln bohren würde. Ja, ihr habt euch sicher schon gewundert, warum ich die Absaugung nicht dran habe, aber ich bin ja nicht blöd.
Ich will ja nicht die Aluminiumspäne in der Absauganlage haben, also da habe ich also echt keine Lust drauf. Von daher in solchen Situationen lasse ich dann auch ganz gerne mal aus. Bei dieser Aufgabe hier gibt es wieder eine ganz besondere Herausforderung, und zwar, das ist jetzt eins von den Profilbrettern, was ich brauche, um den, ja ich sag mal, das Tischprofil nachzubauen. Jetzt muss ich hier eine Nut reinfräsen. Moment, ich zeige das mal. Problem ist jetzt, wenn ich das jetzt hier spannen würde mit den Zwingen, kann ich hier nicht komplett durchfahren. Also was habe ich gemacht? Habe mir ein längeres Brett unten drunter festgespannt und habe das im Grunde hier mit 3 Schrauben festgemacht, versenkt. Die Löcher brauche ich sowieso nachher, um das an der Grundplatte festzuschrauben. Von daher sind die mal nicht umsonst gewesen. Kann man das sehen? Wir müssen jetzt also hier einen 24 mm breiten Steg stehen lassen und eine 6,4 mm tiefe Nut schneiden. So, kurz die Tiefe messen. Tiefe ist natürlich jetzt auch sehr wichtig. Doch 3 Zehntel tiefer. So Leute, ein bisschen weiter bin ich gekommen, und zwar es sieht jetzt in Gänze folgendermaßen aus. Die Grundplatte, also diese Siebdruckplatte, ist ausgeschnitten. Die würde jetzt hier so reinpassen. Und damit ich dieses, ich hatte ja gesagt, ich wollte dieses Profil hier nacharbeiten, vorne sowie hinten auch, damit ich den Parallelanschlag auch weiterhin bzw. auch erweitert nutzen kann, habe ich hier einmal dieses Element gemacht. Hier jetzt, das ist jetzt fertig. Dadurch kann ich das Profil praktisch hier genau so hier weiterführen. Der Vorteil ist jetzt, da unten ist ja praktisch diese Führungsstange von der Verbreiterung, und wenn das hier genau da anschlägt, ja, habe ich im Grunde auch schon so eine Stoppposition für die obere Platte geschaffen. Hier unten drunter habe ich jetzt hier so eine 2 mm Metallschiene aufgebracht. Aus 2 Gründen. Erstmal brauchte ich das, um das Material hier aufzudoppeln. Das brauchte ich für die Dicke. Der zweite Grund für diese Metallschiene ist, dass der Parallelanschlag genau hier unten diese Metallklemmung hat, die praktisch diese Klemmwirkung erzeugt. Und das ist im Grunde die am meisten belastete Kante. Aus diesem Grund habe ich hier diese Verstärkung dran gemacht. Das gleiche gibt es nochmal für die hintere Seite. Das ist im Grunde nur ein 50 mm breiter Streifen. Den werde ich hinten drunter setzen. Auch da habe ich noch eine Führungsstange durch die Tischverbreitung. Da liegt das auch genau an. Das bewirkt, dass praktisch diese Platte immer schön hier drin liegt, ohne hin und her zu wackeln. So, zusätzlich habe ich mir überlegt, mache ich auf die Unterseite noch solche Winkeleisen dran. Das ist jetzt ein Winkeleisen 20 x 20 mm. Die mache ich von unten noch unter die Platte, weil ich habe mir überlegt, wenn die Oberfräse hier drin sitzt, das ist ein enormes Gewicht. Was heißt enorm? Das sind knapp 3 Kilo. Dann kommt auch noch die Höhenverstellung irgendwann dazu. Die wiegt auch nochmal ihr eigenes Gewicht. Und wenn das hier dauerhaft drin liegt und die Platte praktisch ja nur noch aus dieser und dieser Strebe hier gehalten wird, ja, da drängt sich der Verdacht auf, die könnte sich ja absenken und könnte krumm werden. Deswegen werde ich hier zur Sicherheit schon mal 2 Winkeleisen drunter schrauben. Dann haben wir da Ruhe. Die Tischverbreiterung ist damit abgeschlossen, das ist fertig, das Ding. Also hier von oben sieht das jetzt so aus, hier mit dem Profil an der Seite, hier am Ende mit dem Profil auf der Seite. Das ist im Grunde kein Profil, nur eine Aufdopplung. Auf der Unterseite kann man jetzt sehen, ich habe hier vorne den Metallstreifen aufgesetzt, den ich hier hinten übrigens auch noch brauchte, wie ich hinterher festgestellt habe. Die Stabilisierungseisen habe ich hier
eingebracht, angeschraubt. Und ich habe auch noch hier zusätzlich für die Führungsleisten noch als zusätzliche Unterstützung hier und hier jeweils ein Holz drin, damit also die Führungsstangen der Tischverbreiterung wirklich sauber eingefasst sind. Zusätzlich habe ich die Löcher von hier. Das ist das, wo die Einlegeplatte nachher festgeschraubt wird. Da habe ich hier noch Muttern eingepresst, sodass ich da von oben bequem auch metrische Schrauben einsetzen kann. Ja, als nächstes geht es darum, die Oberfräse mit der Einlegeplatte zu verbinden. Wir haben hier auf der Oberfräse so eine, ja, ich sag's mal, so eine Gleitplatte, die ist 6 mm stark aus Kunststoff. Die nehmen wir mal runter, weil im Frästisch brauche ich die nicht. Weil da brauche ich nicht übers Material gleiten. Und diese 6 mm Stärke, die kann ich mir sparen, weil ich habe ja nachher durch die Einlegeplatte auch wieder eine gewisse Materialstärke bzw. einen Frästiefenverlust. Und den kann ich zumindest hier teilweise kompensieren, wenn ich die Platte hier weglasse. Das ist diese hier, 6 mm stark. Machen wir zur Seite. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, die Platte hier praktisch so zu befestigen. Hier muss noch ein Loch rein, klar, für den Ausschnitt. Im Idealfall in dem Durchmesser. Und da hilft uns diese Platte natürlich ungemein weiter, weil wir können jetzt hier idealerweise das Lochbild übernehmen. Nehmen wir die mal so rum, dass sie schön glatt aufliegt. Können wir die Bohrung anzeichnen. So Leute, wir machen mal einen ersten Test, ob das einigermaßen mit dem Bohrbild hinhaut. Ich habe die Bohrungen jetzt hier alle drin. Senken, entgraten machen wir alles später, wenn wir wissen, dass das funktioniert. Jetzt habe ich natürlich folgende Sache. Hier vorher waren so gesenkte Löcher drin mit diesen Schrauben hier. Da waren so linsenförmige Köpfe dran. Kann ich hier nicht gebrauchen. Ich will ja, dass die Schrauben ordentlich versenkt sind. Das heißt, ich habe mir hier auch metrische Senkkopfschrauben mit Imbus besorgt. Die sind, finde ich, einfacher zu handeln. Prima, Lochbild steht soweit schon mal. Die ist auch soweit jetzt fest. Wir können die mal probeweise, nur probeweise in den Tisch einhängen, ob die von der Positionierung so, ich sag mal, richtig festgemacht ist, dass sie nirgendwo anstößt etc. und noch sonst noch was. Drin ist sie schon mal. Aber auch von unten sieht gut aus, stößt nirgendwo an hier. Genauso wenig hier auf der Seite. Bevor ich jetzt die Oberfräse wieder losmache, um die Löcher von der anderen Seite zu senken, muss ich mir noch den Mittelpunkt für die große Bohrung anzeichnen, wo nachher der Arbeitsbereich des Fräsers ist, also wo praktisch der Fräser rausguckt. Ich hatte eben schon mal so ganz vorsichtig versucht, mit einem Stift das anzuzeichnen hier, wo ich da, wo die ungefähre Mitte ist, aber die genaue Mitte kriege ich so natürlich nicht hin. Was machen wir da? Da habe ich mir auch einen super Tipp abgeguckt beim Mario. Und ich habe mir hier einen Fräser eingespannt mit einer Spitze. Und das ist ganz klar, das ist natürlich die Mittelachse. Und der ist natürlich mittig, ganz klar. Und mit dem fahre ich jetzt ein paar Mal ganz vorsichtig bis auf den Grund und körne mir ganz leicht die Mitte praktisch an. Hier in der unteren Platte kommt eine 53 mm Bohrung rein. Die komme ich jetzt auf 53. Naja, hier die Platte, die hier drauf war, hatte eine 53 mm Öffnung. Das werde ich genauso auf die Platte übertragen. Ja, wie mache ich das? Ich habe erst überlegt, ob ich mir Kronenbohrer besorge. Dann habe ich aber hier was ganz anderes ins Auge gefasst. Und zwar sowas hier, ein Kreisschneider. Ich habe bisher noch keinen eingesetzt gehabt. Der erschien mir relativ wertig hier. Und damit würde ich das jetzt mal versuchen. Ja, ich habe das jetzt eingerichtet hier mit dem Kreisschneider, auch schon in einem Restholz einen Probeschnitt gemacht. Und wichtig ist, dass wir natürlich hier vorbohren, ganz klar, in dem Durchmesser des Zentrierbohrers. Und dass wir auch ein bisschen, ja, ich sag mal, idealerweise wäre jetzt so ein bisschen Schneidöl gut. Ich habe jetzt was anderes da, ist auch kein Drama. Und dann versuchen wir das mal.
Damit das keine Ausbrüche gibt, machen wir jetzt hier nur den Anfang, drehen rum und bohren den Rest von der Unterseite. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das muss natürlich noch entgratet werden. Ich habe dafür so einen handelsüblichen Handentgrater mir besorgt. Die obere Platte benötigt ein größeres Loch, weil ich ja da mit verschiedenen Einlegeringen arbeiten möchte. Ich habe hier 76 mm jetzt eingestellt, habe das eben an einem Testholz ausprobiert und das ist soweit in Ordnung. Vorgebohrt hatte ich ja schon hier für den Kernbohrer. Und auch hier wieder nehmen wir ein bisschen Öl, müssen aufpassen, die Platte ist jetzt nur noch 3 mm stark. Also ich schneide gerade die Aluminiumkaschierung weg, drehe das rum und bohre dann den Rest von der anderen Seite. Sehr geil, oder? Ich brauche natürlich auch Einlegeringe. Von dem 3 mm Material habe ich noch 2 Reststücke. So, das habe ich eben mal gebraucht noch. Da habe ich mir 4 Punkte angezeichnet gerade, die bohre ich vor und dann schneide ich mir da 4 Ringe raus, wo dann nachher unterschiedliche Durchmesser reinkommen. So, kleinen Sprung gemacht. Die Einlegeringe sind mittlerweile fertig, sind ja im Grunde nur ausgeschnitten oder ausgebohrt und innen drin habe ich jetzt 4 Stück mit verschiedenen Durchmessern, je nach Einsatz des Fräsers. Die erste habe ich jetzt schon mit 2 Löchern versehen, wo ich jetzt hier auch Senkungen dran gemacht habe. Hier in der unteren Platte auch 2 Löcher, damit ich die jetzt hier einlegen kann und entsprechend verschrauben kann. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind soweit und können heute mal den Zusammenbau wagen. Fangen wir mit der Tischverbreiterung an. Das ist die Platte. Und man merkt auch schon, wie satt die jetzt hier drin sitzt. Jetzt habe ich ja allein schon durch das Eigengewicht der Platte hier ein kleines Gefälle drin. Das heißt, das war ja im Grunde vorher nur diese 2 Führungsstangen mit der Verlängerung. Da ist kaum Gewicht zu halten. Jetzt habe ich die Platte allein schon drin. Da sieht man, wie es hier ein bisschen runter geht. Da habe ich mir einen ganz simplen Support gebaut. Aus Rundmaterial. Hier eine kleine, ja ich sag mal, Nut drin. Hier oben auch. Und hier in der Mitte eine Schraube mit einer Mutter. Und da kann ich praktisch durch das Rein- und Rausdrehen der Mutter die Länge justieren. Die nutze ich jetzt als Stütze. Und zwar folgendermaßen. Die hänge ich mir jetzt einmal hier oben als auch hier unten ein. Und kann jetzt über die Schraube hier ganz einfach justieren. Damit ich am Ende eine komplett plane Auflage habe. Jetzt geht es darum, die Oberfräse mit der Einlegeplatte zu verbinden. Das haben wir ja schon alles gemacht gehabt. Die hängen wir jetzt so in die Tischplatte rein. So. Im zweiten Schritt können wir direkt die rote Platte oben drauf setzen. Prima. Jetzt muss das Ganze noch verschraubt werden. Eine passende Einlegeplatte muss natürlich auch noch eingesetzt werden. Ich habe jetzt hier eine mit der Öffnung hier, weil ich habe einen 16er Fräser drin. Ich denke, die könnte passen. Setzen die hier ein. Und fixieren die auch gerade mit den Schrauben. Total spannende Frage ist ja auch, was ist jetzt mit dem Parallelanschlag? Kann ich den jetzt hier einsetzen? Wir versuchen das einfach mal. Ich habe es echt noch nie gemacht. Da würde ich ganz klar sagen, wir starten mal einen Testlauf. Weil das will ich jetzt wissen, ob das geht. Was soll ich sagen? Meine erste mit der Tischoberfräse gefräste Nut. Ist das nicht klasse?
Ja, Freunde, ich glaube, das Projekt kann man als gelungen bezeichnen. Ich bin total happy, wie das funktioniert hat und könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Augenblick herbeigesehnt habe. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, das nachzubauen. Ich gebe zu, ist nicht ganz einfach und dauert auch seine Zeit. Also, das Video geht jetzt ungefähr eine halbe Stunde, aber letzten Endes, das Material habe ich mir teilweise schon vor Weihnachten besorgt. Die ersten Überlegungen habe ich da gemacht schon, wie ich das praktisch umsetze mit dem Fräsen, mit der Einlegeplatte. Das ist alles nicht so einfach, also da sollte man schon Zeit mitbringen, soll ja auch ordentlich werden. Der zweite Teil dreht sich dann um die Höhenverstellung. Das wird nochmal ein separates Video, weil es wird einfach zu viel Content und zu viel Inhalt. Ansonsten, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr wisst, ich freue mich über einen netten Kommentar. Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da. Und ganz wichtig, ne, abonnieren, ihr wisst ja. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.